Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Disney Dreamlight Valley Video. Ich bin Pixel Alex und es ist einfach schon Dienstagabend, jeden Augenblick 18 Uhr, das heißt der Livestream steht an. Ich bin schon sehr aufgeregt und möchte das Ganze mal mit euch angucken und ich würde sagen, los geht's! Gott. Hades. Oha. Pilze. Drachen. Hey Valley Villagers, welcome to the Disney Dreamlight Valley 2024 Showcase stream. I'm Rachel. And I'm Ryan. And we're both so excited to give you a behind the magic look at what's coming next for the game. So what do we have in store for you today? We're thrilled to introduce some of the amazing folks on the team, reflect on this incredible past year of free updates, and the Disney Dreamlight Valley, a Rift in Time expansion pass. We'll also look ahead at some of the exciting developments on the horizon. And make sure to tune in for the full stream as well. It'll be bursting with surprise reveals and exclusive teasers that you won't want to miss. Kicking things off, we're starting this celebration by reflecting on one of the best parts of Disney Dreamlight Valley, you, our community. And thank you for joining us today and living magically with us and alongside some of your favorite Disney and Pixar characters. Let's dive into how you've shaped this journey with the inclusion of community-driven features, some arriving a lot sooner than you might expect. Okay. Merlin. Stitch. At this point, there isn't a corner of my own valley that isn't inspired in part by our fans' designs. But what I love is seeing their reactions to each update, exploring and relating to the stories that each new character brings. And just like last year, we've brought along some clips that show off our past year of updates, just as we see it through the community's eyes. Thank you for trick-or-treating aus. Trick-or-treating. Alte Jack Skellington, willkommen! Okay, hat's geklappt, wunderbar. Well, you see, I'm the president of the Oogie Boogie fan club. What? Laughing was. Das war ein cooles Update. I love it. Es hat voll Spaß gemacht mit der extra Tür vor allem, wo wir nochmal dieses Haarband holen konnten mit den Augen. Look how cute she looks. Ja, Daisy ist echt süß. Look at her. Wow. Nobody said that I have to break them with hands. We're matching. Oh my Wie god. süß. We're gonna make. Oh my gosh. Turning back time with us. Oh, this is so cool. Oh ja, das allererste Mal auf der Insel Ewigkeit, das war so geil. Voll aufregend, alles neu, so viel zu tun. War sogar ein bisschen überfordernd, finde ich. Oh my god. Hi, Oswald. Ja, Oswald auch voll geil. Oswald! Hat sie überhaupt nicht mit ihm gerechnet. Oh. Okay, was kommt jetzt? Before we get any further, I think we have a code 2319. A code 23. Oh. Okay. That's the first redemption code we have to Also share with kriegen wir everyone Socken. watching the stream. Add some celebratory style to your avatar by redeeming the code on Das screen müsst ihr for a eingeben, pair of Leute, Dreamlight thigh-high damit ihr die socks zwei Sachen and bekommt. Dreamlight crew socks to wear in-game. Use these steps to redeem the code Genau, and da be sure to zeigen tune die es into nochmal, the wie full man es genau stream for macht. additional code reveals. Und dann ist es in eurem Since this time Briefkasten. last year, we've introduced 2 new realms, 13 new characters, and dozens of exciting furniture and wardrobe items across 6 free updates and the Disney Dreamlight Valley, a Rift in Time expansion pass. As always, if you have a suggestion or feedback for the game, don't hesitate to let us know on one of our social media accounts or by joining our official Discord server. Up next, we've got another community manager, Courtney, and our game manager, Guillaume, to give you all the deets on our upcoming free update and maybe Oh, jetzt some bin of ich those gespannt. aforementioned quality of life improvements that you can expect coming to your valleys very soon. Thanks for joining me today to take a deep dive into the next free content update coming to the Oh Valley. ja, die Ropen Hello. bekommen wir jetzt Thanks for wahrscheinlich. having us. So last year around this time, we revealed Jack Skellington and the Pumpkin King Jetzt kommt Returns Sally. update. As you likely guessed from our last roadmap, Sally from Disney Oh, die Tim sieht voll Burton's gut Nightmare aus. Before Christmas
will join Oh, him, sie- bringing her signature patchwork style to the valley as part of the So Delightful update. So delightful. After hunting for dolls and experimenting on night shards with Jack, what can we expect from Sally's adventures in the valley? Well, having lost her way outside the valley, players will team up with Jack to make sense of Sally's creepy-crawly messengers as they craft a plan to reunite with her. Then as Sally gets comfortable in the valley, you'll help her set up a macabre date night, embrace the art of quilting, and puzzle out her latest premonition, among other things. So as far as Sally's friendship rewards go, what can players expect? Well, inspired by our sense of style, you can expect tons of patterns across clothing items Oha, and sieht furniture. das Kleid gut aus. From print Oha. socks to a bed featuring Sally's iconic patchwork ihr seid- aesthetic, this reward just screams Sally. Now, it wouldn't be a Kriegt sie Disney denn auch ein Dreamlight Haus? Valley Bestimmt, update ne? without a new star path. What can we expect from the theme this time around? Well, this winter we'll be embracing the ethereal sides of the season. You'll get to step into your own personal fairy tale with ice-adorned furniture and bring a sense of whimsy to your dream-stop submissions with a wand that produces snowflakes. Well, there's never been a better time to join the Valley, especially now as I know the team's been cooking up something particularly special with this update. Okay, jetzt bin ich Isn't gespannt. that right, Guillaume? That's right. As part of the So Delightful update, we're introducing a feature called Floating Islands. These act as additional spaces parallel to the valley, where players can decorate and let their creativity run Also free. tun wir es noch So you could extra almost machen. think Also of es ist these gar nicht as mit dem extensions normalen of the current verbunden. biomes? Exactly. Each biome in the valley will have a floating islands counterpart, retaining the same theme and ambience, but it will start as a clean slate. We plan to roll this out over time, and we'll kick things off with 4 floating islands in the So Delightful update. Like biomes in the valley, they will be purchasable with Dreamlight. And even better, Ah, das each kann man floating kaufen, island okay. will have objects limit independent from those in the valley, making them perfect for exploring your creativity and seeing how far you can go with your decorating skills. We've also seen how driven our community is to connect, so ganz it's schön equally teuer, important to us to 15.000. ensure that this creativity could be shared. So yes, you will be able to travel to floating islands during valley visits. Oh, das ist How toll. big are these spaces? Aber ich frage mich, From kommt da scale extra ein perspective, Ladebildschirm oder our kann man da intention einfach is genau for each of hingehen? these floating islands to feel comparable in size to their valley counterparts, once you've taken out immovable features. Ultimately, the goal is to offer ample space to create without them feeling overwhelming. We will have Oh more Mann, ich to hab gedacht, share wir können da about the selber ein exact bisschen was size of the machen. floating Okay. islands a little closer to launch. And any furniture, decorations, or houses you've collected, as well as villagers you've befriended, will be totally accessible on these islands, and you won't have to worry about tidying up. Instead, the focus will be on empowering you with the creativity-focused options you've come to love. We have one more piece of big news to share regarding a feature update. Oh, in addition to floating islands? Yes, Bitte. we're improving upon how players can decorate in a huge way. Okay. Currently, item rotation is locked to the 4 cardinal directions. Ach We've was. been impressed with our community's creative drive. And it has inspired us to Ja, have even greater Mann! control when Oh placing Gott, items darauf by habe ich so lange decreasing to gewartet. 16 Wie points of geil. rotation. And this feature won't just apply to furniture. Die haben echt auf uns You'll be able gehört. to Wie more freely geil. rotate buildings, landscaping Wie items, geil. resources like Endlich. flowers, and even dropped items like prepared dishes. Our plan is to continue building upon this feature over time, including extending the support to fences and paths. When Oh, voll will players be cool. able to get their Voll hands on cool. these features Da in the freue ich rest of mich the voll. update? We are excited to share that the So Delightful update will be released free for all Echt schon players on 14? December Ich dachte es mir 4th, aber eigentlich schon, 2024. aber voll cool. Ist ja schon Speaking of bald. release date, I feel like there was Kein one more Monat. thing you wanted to unveil. Ich kann aber nicht so lange Looking ahead to warten. next year, we're excited to share the free content roadmap Ah. for the first half of 2025. Die Katze In von the Alice first in 3 updates Wonderland. of early next year, we're excited to bring some beloved character to the valley. Oh mein Gott. There are 2 I know have Jasmin. been among the top in community requests. Warte, and it's safe to Jasmin, die say, Katze I'm und das right dritte there habe ich with jetzt gar them. nicht gesehen. Ich And muss this sie mir is just später a mal first look angucken. at what we have in store. With such a Also rich alles history of kommt. Disney and Pixar stories to draw from, there are so many exciting characters yet to come. I've been tidying myself over by hosting tea parties in the valley, mein Gott. so I can't wait until we can share what the team's got in the cards. School and Rock spring sagt im updates. Sommer aber How erst. about you, Aber Mike? egal, immerhin I'm bekommen wir excited es. to see Aber was what stand da jetzt? After Mysterious all, I Ah, know da this steht has gar been a hot nicht. topic among the community, but most importantly, I can't Friends, wait to see wahrscheinlich what all Spring our mit players mehr, are most also excited mehrere about. Charaktere. But with that, I really Wahrscheinlich bekommen wir dann appreciate you Jasmin both und taking the time to Aladdin. chat today. Wie geil. Changing gears from free content updates, I think it's about time we visited a new land. Ja, Mann. Of Ich mythical bin echt gespannt auf die proportions. DLC. Oh Gott, wie krass. Welcome to the Jetzt bin ich echt gespannt. Storybook Vale. Lately, life here hasn't been so happily ever Ach after. was. Oh, da haben so viele die vermutet. But it Tatsächlich, wasn't ey. always like this. Du hast nicht nochmal Once Miranda? upon a time, the Storybook Vale was a land made up of legendary stories, Ach was. where myths and fairy tales sprang to life. Until one Wer day, noch? powerful villains Oh, die sieht stole gut it aus. away and Ja, er auch. twisted it to their image. But their wicked nature didn't keep them friendly for long.
Their hunger for power tore the veil apart. But all is not lost forever. Explore this magical world floating in the sky. Discover an enchanted Hä, was ist artifact. das? Capture treasured Ach tales was, that have jetzt taken bekommen wir on Dings. Wer ist life denn of das? their own. Unravel Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, dieses Netz. and reveal their hidden Oder? Das soll doch secrets. so ein Netz sein, so zum Fangen von Rekindle Käfern. old friendships. We discover long-lost fables. And help old friends come back together again. Aurora! Okay, krass. Disney Dreamlight Valley. Also bekommen wir doch noch ein neues, wie heißt das, herrschaftliche Gerät? 20, was? Warte, Augenblick, das muss ich jetzt kurz pausieren. Was? We discover long-lost fables. And help old friends come back together. Habe ich es richtig verstanden? Es kommt am 20. November schon? Bin ich blöd? Disney Dreamlight Valley. Tatsächlich? The Storybook Vale, Part 1. Oh, wie geil. Das kommt sogar noch viel früher. What? Das ist jetzt total unerwartet. Ich dachte, das kommt jetzt auch im Dezember. Wie geil. Launching on November 20th, Part 1 of Disney Dreamlight Valley, The Storybook Vale, invites players to make use of their Stardust port once again to be whisked away to the Vale. Our second expansion pass gives players a whole new adventure, full of new friends, quests, biomes, and even more surprises. Joining us now to share more on the narrative and game design of Disney Dreamlight Valley, The Storybook Vale, are some familiar faces from our last showcase, Josh and Calixta. Welcome. Hello. Happy to be here. I'm sure everyone is buzzing with questions after seeing that. Nur ganz kurz. Wir hatten sowas hier noch nie. Also wir hatten noch nie, dass die DLC an einem anderen Tag wie das kostenlose Update kommt. Ne? Das ist was ganz Neues. Deswegen, ich bin total schockiert. Aber ich freue mich, dass es so früh kommt. Amazing trailer. To kick things off, could you share some more insights into the direction behind creating enough? Dann ist es auch nicht so überfordernd quasi, weil dann DLC und das freie Update ist, sondern ein bisschen Abstand haben. Of course, so expansion passes let us recapture the feeling that we gave players the first time they stepped into the valley, telling a whole new story with new villagers to meet, mysteries to unravel, and biomes to make all your own. They're a great way for us to deliver just a huge amount of content to players. And many of our players have interacted with the first expansion pass, Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time, which was explored in 3 acts. Should they be looking forward to a similar rollout with this new one? Bestimmt. So for this expansion, we chose to do 2 parts with more content in each. We saw nur 2 feedback Parts, around the okay. time to reach the conclusion Im of the Sommer story dann, and get you oha, far. halbes Jahr. And with this new format, you'll get just as much content without as long of a wait. But just like with our first expansion, purchasing the Disney Dreamlight Valley, the Storybook Vale expansion pass will get you both parts as they become available. More content, fewer cliffhangers? Count me in. Now it's time to spill the beans. What is the exciting story this time? So the Storybook Vale is the place in your heart where all your most treasured stories live. Once it hung in the sky above Dreamlight Valley, but during the forgetting, 2 Disney villains stole the Vale away. For a time, Maleficent from Disney's Sleeping Beauty and Hades from Disney's Hercules ruled peacefully together over its 3 unique biomes, the Bind, Ever After, and Mythopia. Boah, das sieht so gut But aus. soon, a struggle for power between the mistress of all evil and the lord of the underworld tore the Vale apart. As you can imagine, when you get those 2 egos together in a room, sparks literally fly. Yes. And when the players arrive in the Vale, they'll find out that things aren't so happily ever after. Ink is spilling out of the very ground throughout the Vale, and Ach, other das ist mysterious phenomena Farbe. have begun to take Oder? hold. Hat sie gesagt You'll Ink? meet with the Lore Keeper, a talking enchanted book who holds this world together. And while she won't was. tell many stories in her pages, the discord between Hades and Maleficent has scattered them. So only you can put them back together as you explore the Vale and get a little help from new friends along the way. Speaking of new friends, Ja, we were jetzt all bin ich treated to a gespannt. glimpse of some of the villagers who will hopefully Wird join er us mit on our Rapunzel adventures interagieren? and Was, wenn later man die our DLC nicht I'm sure hat? not the only one curious as to what you can tell us about our new friends. Well, I'm happy to share that part Oder 1 sie of machen the das so, dass die Storybook 2 Vale will DLCs bring dann in with it einem sind, damit 3 die Charaktere villagers so for you to verbunden sind. unlock. Aber das glaube ich kaum. In the Bind, you'll find Merida from Disney and Pixar's Brave. Merida is such a fun character, and she seemed like the perfect new friend for the player. Die habe ich This nicht erwartet, um fearless ehrlich zu sein. princess will act as your guide, helping you command your own fate and learn more about this new world. And in Ever After, you'll meet with Flynn Rider from Disney Ja, Tangle. genau. Da bin ich This jetzt gespannt, wie es ist wegen swashbuckling rogue Rapunzel. will help you uncover a world of fairy tales. Flynn's personality is so exciting Ja, to play ich with. will damit, ja. Just watch out when he puts on his smolder.
For players who already befriended Rapunzel in Ja, Disney genau. Dreamlight Valley A Rift in Time, look out for a special opportunity to reunite the two. Okay, das ist dann optional nur für Leute, die die andere DLC schon haben. Dann kriegen wir ja noch Hades eine will help you to get to andere the bottom Quest of oder a so. world of myths. And in my opinion, Hades is one of the funniest characters ever Ja, in a bin ich Disney auch. movie, and he brings that same sense of humor to the game. Just watch out as he tries to make you his minion, because he's not exactly the greatest boss. And of course, all these villagers will come with their own unique houses that you can move to the base game or to a floating Oh, island wie schön. if that's where you think they work best and want them to live. Yeah, I'm pretty sure I'm gonna add Hades to my floating island full Oh, of das villains. sieht geil aus. I'll absolutely be making a Tangled-themed floating island to house both Ja, Flynn and Rapunzel und Rapunzel. Flynn. But I noticed you didn't mention anything about Maleficent. While players might run into her in part 1, stay tuned for part 2 to Okay, solve in all der the ersten, mysteries of the Veil and also im welcome her ersten to the Part kriegen wir Valley. And that's not Hades all. und im You zweiten can Maleficent. expect one more mysterious figure to join forces with players in part 2 of the storybook Veil. Nur einer, Aside ich from habe new gehofft friends helping 2 oder us, is there 3. anything else we can expect to aid us in piecing back together the lore keeper's stories? Yes, players will have their neural net to aid them. Ja. Why a net? Well, Yeah. the scatters pages from the lore keeper hasn't just scattered with the wind. They've come to life in the form of snippets, which are Oh my God, enchanted wie hidden süß. creature that you have to capture. The snippets mostly hang out around the Veil, but watch out for a few special rare ones that will show up back in their Dreamlight Valley. Can't Oh believe cool, how dass es cute they dann are. auch ist. They're gonna be tricky to catch. Other than looking adorable flying around the Veil, each snippet will come with their own unique way to be captured that the player will need to figure it out. And Oh, once cool. you catch them, you can restore Ich habe schon irgendwie gedacht, es wird ein bisschen langweilig, aber anscheinend haben die es gut umgesetzt. Mal gucken. Each tale takes the form of a beautiful tapestry telling the story behind a classic Disney or Pixar film. And these tapestries can then serve as beautiful pieces of decor that players can use to furnish their in-game homes. I can't wait to see the gallery spaces our players are going to design to showcase them. But speaking nicht of ganz design, gecheckt, as was I'm das sure sein players soll. are invested in where to place their home in-game, what can we look forward to when exploring the different biomes in the expansion? Well, after seeing the feedback from our last expansion, we've improved the flow of unlocking the areas within the biome and how a player progression in turn affect their exploration of this fantastical new world. One of our main goals in crafting the Veil was to allow for Das sieht easier echt and geil more aus, ne? inspired Mein decorating Lieblingsbiom. for our decor-driving players. We've also added more magic with the introduction of prominent landmarks sieht auch krass inspired by aus. Disney and Pixar stories. But of course, our team delights in creating secrets for players to discover too. Throughout your journey to the Veil, you will uncover trials, special quests inspired by fairy tales and myths. Oh, They've geil. become Da bin ich Scrabble-like gespannt. pages in a book, and only the player can set them right using their full breadth of real tools, old and new. And I'm sure our Okay. community is up for the challenge. With all you've shared, it sounds like there's still many Weiß nicht, was ich mysteries mir waiting genau for us in the darunter Veil. vorstellen soll. Thank Ich you stelle es so mir much cool for vor. joining us, Mal was you two. anderes, Thank you. hoffe ich. Thank you. Up next, we invite 2 members of the art team to the stage to share more on the world and artistic design of the Storybook Veil. But first, use the code on screen to claim das ist a unser Dreamlight zweiter headband Code. in-game. Voll schön mit diesen I'm joined by Blumen our und so. Und so director hell. Steven and concept artist Yanon to Und dig schaut into so some aus, of ob the wir diesmal inspiration viel mehr behind the Platz Storybook haben. Veil. Hey there. Thanks for having us. Why don't we start with quite literally the biggest artistic endeavor of the expansion pass, the biomes. Earlier we were introduced to the Bind, Mythopia, and Ever After. Where did the inspiration for these biomes come from? In many ways, the biome was born out of our team's collective love of stories. There's something special and uniquely cozy about curling up with a good book. So the decision to lean into dark academia and the cool yet cozy ambience of an autumnal forest just made sense. And similarly, Mythopia, as you may have guessed from the name, is inspired by Greco-Roman culture and ancient myths. When you explore this biome, you'll walk through rolling fields of golden wheat, dotted with cypress trees, magenta florals, and ancient ruins. And you may also discover subtle clues that a certain god of the underworld has also been there. Finally, there's Ever After. We drew a ton of inspiration from Scottish and Scandinavian folklore, while sprinkling in Fey mythology. The idea was to capture the feeling of a dark enchanted mushroom forest and windswept moorlands. I don't know about you, but for me, one of the most exciting aspects of digging into new biomes is seeing just how they'll translate into clothing and furniture items. Could you share a sneak peek at what folks can expect? Of course, self-expression is one of the main pillars of our game, so we love the idea of taking inspiration from the new biomes into player customization. Maybe you want to build a cozy library where you can read for hours, or you want to dress up as a Greek god or goddess, or design a magical mushroom fairy forest. I think that there's something for everyone here.
Speaking of expression, we wanted to take our commitment to aesthetic cohesion even further in the Storybook Vale. Not only will you find Scrooge McDuck's store, Ja, tatsächlich kriegen wir ein neues Kind. you Und also für find Remy their auch. facades have been overhauled to better fit in with their biome surroundings. You'll also want to keep an eye out Haben die es for von some Anfang an additions dort, to oder wie? Scrooge McDuck's store that will be available to owners of this new expansion pass. Knowing just how much care you've put into the smaller details of the environment, I'd love to know if there's any landmarks that stood out to you. Yes, well, speaking of those smaller details, we loved playing with scale in Ever After. In particular, there's a Oha. waterfall feature that's inspired Das by sieht the krass Mad Hatter's aus. Tea Wie Party geil. from Disney's Oh mein Alice in Gott. Wonderland. I feel like Ehrlich? this perfectly captures the whimsy of that biome. The giant Hades statues in Mythopia is another imposing sight in game. Oh, sieht krass Between aus. that and the design of So Mount Olympus, kräftig. which features flames that mirror Hades. Das sieht ja viel himself. besser aus als die Insel der Like these Ewigkeit, muss ich jetzt players, ganz we'll have a ehrlich blast sagen. picking out the details we worked in. What Also about die Insel der snippets? Ewigkeit war Where auch did that cool. idea come from? Aber das sieht irgendwie echt noch viel krasser aus. Auf jeden Fall mehr mein Geschmack. Stories torn from a book. When we were imagining how they may Oh have Gott, wie escaped, witzig. we realized we wanted the snippets to have their own personalities. Oh mein Gott. So the idea of origami animals or little paper creatures like a cute and fluttery bird or a silly little frog was created. I love that. Voll witzig, oder? Speaking of Voll cute little witzig, animals, voll are you süß able to share gemacht. anything about the new animal companions coming this expansion? Oh ja. Absolutely. As there will be 3 biomes arriving in the expansion Genau. pass. Also die we'll be kleinen adding a Drachen haben sie ja unique schon critter to gezeigt. each, all with their own color variants and puzzle Eulen, oh mein Gott. First of these soon-to-be animal companions for the players to find will be the owls in the bind. And as a nod to Maleficent's rule of the land, players can find mini dragons in Ja, Ever After. voll And if that's witzig. not exciting enough, players can Ich hoffe, die also können so ein bisschen find vor. mini Oh mein land Gott, wie courses in Mythopia, süß. drawing Wie inspiration süß. from Disney's Fantasia. That's incredible. I know I'll be counting down the days until I can adventure with a mini dragon at my side. To wrap things up, however, any last details on new collectibles and resources? As you've seen, the Storybook Vale's biomes are remarkable in their own ways, and the resources you can find in each are unique as well. One of my favorite new additions are koi. They can be found in the bind along with sea wolf fish and delicious sea grapes. How about you, Sea Steven? grapes, Any favorites? kenn ich. I'm a big fan of the landscaping. Mythopia brings poppies, buried lightning strikes and bougainvillea, and Ever After is filled with bioluminescent moss and giant flora. There's also plenty of edible plants as well, ranged from green beans to porcini to more fantastical ones like ambrosia. Well, I can't wait to see how our players react to them. With new resources, can we also expect to be cooking up new delectable dishes? Definitely. We have dozens of new recipes arriving with the expansion pass, utilizing ingredients from both the Valley and the Vale. Ein goldener Once Apfel da again, thank you hinten. both so much for joining us today to dig into all the amazing art in Disney Dreamlight Valley, the Storybook Vale. Thanks. Thanks for having us. Now, let's take a look at how you can get your hands on the Ja, expansion jetzt pass. zeigen sie bestimmt die neuen Editions. Wie viel For wird es wohl those of you who've been kosten? following along on this magical journey and already own the base game, there are 2 ways to dive into the Storybook Vale expansion pass. Like a rift in time before it, the expansion pass will include a bundle of moonstones with your purchase. Und jetzt If bestimmt noch you'd like irgendwas to mit add a little Kosmetik. extra magic, look no further than the Magical Ja, so Edition, which klar. offers Wie viel even more kostet sie? moonstones, a collection of library and chic cosmetic items, and a truly adorable baby Pegasus animal companion. If you're new or know a friend who would love to get into Disney Dreamlight Valley, these are great starting points. Between the Disney Dreamlight Valley base game, the Storybook Vale bundle, and the viel Enchanted kostet das Edition, jetzt? you'll be able to choose what's right for you. And of course, we can't forget about those of you who take the time to dive into updates as soon as they arrive. We're excited to offer a special early adopter bonus for expansion Ja, das war so pass klar, haben die owners. letztes Mal auch gemacht. As we had new ways to begin or expand upon your Disney Dreamlight Valley experience, we'll soon say goodbye to the Gold Edition, which comes Ja. bundled with the base Die game, gibt's dann nicht mehr, a Leute. first Ab expansion bis pass zum for Rift in 20. nur. Time, and an assortment Also wenn of ihr diese cosmetic Items items. dazu haben wollt, das Haus und This so, edition will bis zum officially leave 20. stores on Nur. November 20th at 5 a.m. Eastern Time. We are kicking off our deepest sale of the Gold Edition to date, so catch up on our first expansion, also on sale, while you wait for the Storybook Vale. Genau. And there you have it. From a new expansion pass exploring myth and the stories that connect us, to floating islands that will open up all sorts of creativity in the Das valley. ist echt viel We're Content, glad you were Leute. able to join us for all the excitement of today's showcase. Remember to redeem the 2 codes we shared throughout this showcase, and the third and final one, right here, for Ja, unique Dreamlight-themed items in-game. Noch die And Weste. stay tuned to our social channels over the coming weeks for even more details on these exciting new releases. Disney Dreamlight Valley, the Storybook Vale, expansion wie pass es wohl launches auf on Deutsch heißen November wird. 20th, and the So Delightful update arrives on December 4th. Ich find's voll gut, dass es See in you 2 in the verschiedenen valley. Tagen ist. Dass nicht so viel auf einmal ist. Oh Gott. Oh Gott, das war echt viel, oder? Oh Gott. Krass. Gucken wir uns das jetzt ganz von vorne an und dann pausiere ich und sage ich noch irgendwas dazu. Ist mir so, okay, wo hat denn das angefangen? Hä?
So. Ah. Oh Gott. Also da haben sie nochmal erzählt über die ganzen gemeinsamen Momente mit den Spielern. Dann ging es über Sally. Also Sally haben sie echt gut gemacht. Sieht echt gut aus, finde ich. Ich bin echt gespannt auf ihr Haus. Und das Kleid von ihr sieht echt schön aus. Und da kriegen wir noch so ein winterlich... Was für ein schönes Kleid, oder? Voll geil. Und da ist so ein Bett mit einem Mond. Das haben wir ja schon gehabt. Das Fenster ist, glaube ich, auch neu. Ja, auf das Kleid bin ich echt gespannt. Das sieht echt geil aus. Darauf freue ich mich. Ich glaube, da sind noch Schuhe dabei. Patchwork aesthetic. This reward just screams Sally. Ja, genau. I know the team's been cooking up something Wie heißen der? particularly special with this update. Oder Isn't that right, Guillaume? That's right. So. Also das sieht schon mal echt geil aus. Dann habe ich hier eine neue Werkbank. Ich glaube so Dekorationskristalle oder weiß nicht, ob es bei der Werkbank dabei ist. Dann so eine Jacke. Viele haben wir jetzt nicht gezeigt bekommen, aber ja, es wird wieder winterlich. Cool. Okay, was haben die noch gesagt? Dann haben sie uns ja noch Infos gegeben über die Biome, ne? Also so wie ich das verstanden habe, können wir quasi durch Dreamlight, ein Biom kostet, also eine Insel, ich weiß nicht, wie viel wir haben können. Ich wette für jedes Biom, zum Beispiel für die sonnige Ebene, jeweils eine Insel, die man halt kaufen kann für Dreamlight für 15.000. Also wenn du alle haben willst, muss man schon ein bisschen farmen, aber viele von euch haben bestimmt schon sehr viel Dreamlight. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass wir da ein bisschen die Insel so, also unsere Biome, die wir jetzt schon haben, dass wir sie ein bisschen formen können, erweitern können oder wie heißen die Teiche vielleicht bewegen können, aber anscheinend nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber ich finde es trotzdem cool, dass wir diese Inseln bekommen. Ich bin halt gespannt, wie es dann ist, wie wir da hinkommen. Ich hoffe, da ist kein Ladebildschirm. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, wie man da hinkommt. Ultimately, the goal is to offer ample space to create without them feeling overwhelming. We will have more to share about the exact size of the floating islands a little closer to launch. And any furniture, decorations, or houses you've collected, as well as villagers you've befriended, will be totally accessible on these islands, and you won't have to worry about tidying up. Ja, aber voll schade, dass man da nicht irgendwie so direkt durch kann, sondern dass es so eine Insel ist, wo man drüber kann. Aber ja, ich finde es trotzdem echt cool. Vielleicht kann man dann so irgendwann viel mehrere haben. Ja, ich hätte noch gerne so eine Option, wo wir haben was dekoriert. Wir speichern diese Vorlage ab. Dann können wir alles runterreißen, alles neu dekorieren und das uns auch abspeichern und dann können wir zwischen den beiden oder am besten mit mehreren halt ein bisschen so austauschen. Weil ich habe zum Beispiel öfter irgendwas rumstehen und eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr drauf, aber wenn ich das jetzt wegmache, habe ich voll Angst, dass das nächste hässlich wird oder dass ich so faul bin und dann steht es Ewigkeiten so rum. Dann habe ich keinen Bock, das nochmal so neu zu dekorieren. Deswegen wäre es echt cool, wenn wir irgendwie in der Art sowas noch in der Zukunft bekommen würden. Aber ich kann es mir gut vorstellen, ne? Weil die haben ja echt viel auf uns gehört. Zum Beispiel mit den, Augenblick, ich zeig's nochmal. Darauf habe ich mich so lange gefreut. Ich habe darauf so lange gewartet und endlich. Ich habe es erst neulich von einem Video von mir erzählt, wo ich dass ich das unbedingt möchte. Voll geil. Aber ich frage mich, wie es denn ist, also wenn ich zum Beispiel dieses Gebäude hier jetzt drehe und das drehe ich nicht, also ich lasse es ja so, dann ist es ja, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt, dieses Footprint, es ist ja dann so gelegen. Wird es sich überschneiden oder sind wir dann gezwungen, es quasi dann auch so zu drehen, also wenn man es nah ans Gebäude platziert. Versteht, was ich meine? Ich hoffe es. So, dann haben wir noch die Roadmap bekommen, genau. So, explore a new world and revel on a magical adventure. Also, ich denke mal, das steht für Aladdin und das ist Jasmin. Und Jasmin ist eine meiner Lieblings-Disney-Prinzessinnen. Oh mein Gott. Ich freue mich voll drauf. Ich habe mir irgendwie gedacht, dass wir die noch bekommen, aber ich dachte irgendwie, dass wir sie, vor allem Jasmin, weil es ist so eine beliebte Prinzessin, dass wir wahrscheinlich eine DLC bekommen. Aber ich freue mich voll. Und da, weiß nicht, ich hoffe, wir bekommen die Katze auch. Also Alice und die Katze, also am liebsten will ich da alle haben und die Herzkönigin. Ich bin echt gespannt, ich freue mich voll drauf. Und dann endlich im Sommer, nach so einer langen Zeit, dann kriegen wir da die DLC. Und wir wissen endlich, was in dieser Höhle ist. Da haben sie uns ja immer noch nicht verraten, wer das sein könnte. Bestimmt ein Peter Pan-Charakter. Ich hoffe es jedenfalls. 3 updates of early next year, we're excited to bring some beloved characters to the valley. There are
Powerful villains stole it away and twisted it to their image. Gucken wir jetzt das mal ganz But their kurz an. wicked nature didn't keep them friendly for long. Their hunger for power. Ja, und das Buch ist ja irgendwas, mit dem wir dann interagieren können. Und das Buch wurde irgendwie, also die haben sich zerstritten. Und das Buch ist, glaube ich, jetzt irgendwie kaputt. Und das müssen wir jetzt irgendwie reparieren. Weiß nicht, ob ich es jetzt richtig verstanden habe. Aber auf jeden Fall hat es irgendwas mit dem Buch zu tun. Und wahrscheinlich müssen wir auch als erstes auch damit irgendwas machen. Oh! Irgendwie habe ich das vorhin gar nicht gesehen. Rüstungen. Okay. Das sieht ja so ein bisschen aus wie, also nur von der Form her, wie unsere Dreamlight-Rüstung, die wir mal bekommen haben. Und sonst würde ich da, also ich erkenne da nichts wieder. Hey, ich dachte eigentlich, wir kriegen kein neues herrschaftliches Gerät, beziehungsweise ich habe gehofft, dass wir so ein Zauberbuch oder sowas bekommen. Aber das scheint eigentlich auch eine witzige Idee zu sein. Also ich bin echt dafür, dass wir noch mehr Geräte bekommen. Desto mehr wir machen können, umso mehr freue ich mich, um ehrlich zu sein. Das ist echt eine süße Idee, ne? Guck mal den Frosch hier an, der ist ja mega putzig. Oh mein Gott, das sieht auch so witzig aus. Das habe ich gar nicht verstanden irgendwie, wo die gesagt haben, das kann man zusammensetzen. Ist es so eine Art Spiel oder wie kann ich mir das vorstellen? Und dann schalten wir quasi neue Bilder rein. Also ich gehe mal davon aus, dass es so eine Art neues Spiel ist. Ja, das ist alles so Mickey Mouse. Rekindle old friendships. Augenblick, ich will mal gucken, was da drauf war. Das habe ich wieder zu weit vorgespult. Schatz, ich wollte nur ganz kurz gucken, was war im Hintergrund. Da. Okay, also da ist das Haus von Hades. Das ist wahrscheinlich das, was wir bekommen, wenn wir die teure DLC-Version bekommen. Und das ist das Haus von, wie heißen die nochmal? Mirinda? Irgendwie so, irgendwas mit M, ne? Ich habe den Film nur ein einziges Mal gesehen. Ich weiß noch, dass sie irgendwie ihre Mutter wurde zu einem Bär und sie war ja so eine Bogenschützin. Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Ich muss mir das auf jeden Fall vorher noch einmal angucken. Ich finde es eh immer schön, bevor irgendwas rauskommt, so ein Update mit einem neuen Charakter, mir den Film nochmal anzugucken. Ich finde es das irgendwie dann, macht es besonders, den Charakter dann einfach im Spiel anzusehen. Wir kriegen noch Eulen. Ich bin echt gespannt, wie die sich verhalten. Wir kriegen dann bestimmt neue Posen mit den ganzen neuen Begleitern. Vor allem, wir kriegen einfach Drachen und so Pferdchen. Also diese, wie heißen die mit den Flügeln? Diese Pegasus-artigen halt. Ich wünschte mir, wir würden auch das Pferd, also als ein Bewohner sozusagen von Herkules bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das heißt doch Pegasus, oder? Ich habe das auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und dann bekommen wir im Sommer bestimmt Aurora, oder? Ich glaube, das ist ein Hinweis darauf. Weil, and help old friends come back together again. Also, und hilft alten Freunden nochmal zurückzukommen. Ich wette, wir bekommen Aurora dann. Ich habe so, also die haben ja gesagt, im August kommt aber nur ein neuer Charakter. Ich habe echt gehofft, dass wir zumindest 2 bekommen, weil wir haben mit The Rift in Time noch, also die Insel der Ewigkeit auch mehrere bekommen. Oder wen haben wir bekommen? Rapunzel, Eve, Gaston, Jafar und... Nein, da haben wir ja auch 5. Ja, okay. Also kriegen wir jedes Mal so 5. Okay. Okay, was haben sie hier noch gesagt? Genau, da ging es um die Biome. Die haben, also ihr Modell sieht besser aus als das von Hades, finde ich. Aber vielleicht ist es im Spiel nochmal anders, weil ich fand am Anfang vom ersten Trailer von Insel der Ewigkeit sah Rapunzel vom Gesicht für mich ein bisschen komisch aus, aber als ich sie dann in der DLC echt gesehen habe, ich finde, das ist die bestgemachte Prinzessin im Spiel. Also ich finde Ariel schon echt gut gemacht und Ursula, also ihr menschlicher Skin. Aber Rapunzel sieht echt am besten aus. Sie sieht wirklich so aus wie in den Filmen. Da ist hier die Tinte, die wir dann wegmachen müssen. Old. You'll meet with the Lord Keeper, a talking enchanted book who holds this world together. And da ging es nochmal über das how Buch. many stories in her Ich höre es mir pages, nochmal ganz the kurz discord an. between Hades and Maleficent has scattered them. So only you can put them back together as you explore the Vale and get a little help from new friends along the way.
Speaking of new friends, we were all treated to a glimpse of some of the villagers. Genau, und dann haben sie noch gesagt, wenn wir die Insel der Ewigkeit schon haben und dann haben wir Flynn mit dieser DLC, dann können wir noch eine zusätzliche Quest, denke ich, wegen Rapunzel erwarten. Ich glaube, die sie halt nicht haben, haben dann noch gar nichts mit Rapunzel. Finde ich echt gut, dass sie die DLC-Charaktere von der alten DLC noch so integrieren, genauso wie bei dem Update jetzt mit Timon und Pumba. Da war ja auch eine Quest, wo man Rapunzel mit einbegriffen hat. Finde ich echt gut. Darüber habe ich mir halt echt Sorgen gemacht, wie es dann sein wird, wenn wir halt DLC-Charaktere haben, die eigentlich ja mit den im kostenlosen Update dann verfügbar sind. Zum Beispiel jetzt Jasmin und Aladdin, wie es jetzt sein wird mit Jafar, weil die werden ja wohl ganz wenig dann mit ihm irgendwie interagieren oder zu tun haben, nehme ich mal an, weil es Menschen gibt, die halt die DLC nicht haben. Aber ich finde es echt cool, dass sie halt sowas hinzufügen. Deswegen denke ich, dass da auch irgendwas mit Jafar sein wird. Mal gucken. This fearless princess will act as your guide. Princess will act as your Ich wollte einfach guide, das Bild helping sehen, you aber command your own fate and learn ich finde, more ihr Modell about sieht this eigentlich new auch echt world. gut aus, ne? And in Ever After, Ich bin echt you'll gespannt meet auf die. with Ich muss mir Rider echt den from Film nochmal Disney angucken. Tango. Oh, ja, der ist ja This total, working das wird world bestimmt witzig will mit ihm, help you ne? uncover a world of fairy tales. Das Gesicht Flynn's mal wieder. personality is so exciting to play with. Just watch out when he puts on his smolder. For players who are As he tries to make you his minion because Ja, Hades, einer meiner Lieblingsbösewichte. Disney-Bösewichte. Ah, da war sein Making a Haus. Tangled themed floating island to house both Flynn and Rapunzel. Ah, warte, das ist sein Haus, Augenblick. Oh, da haben wir das. Doch, das ist sein Haus, da ist ja auch dieses Poster von ihm. So, was haben wir noch so erfahren? Ach, das ist einfach so süß, oder? Das ist einfach so süß. Deswegen haben diese Buchstaben, zum Beispiel wo die Vögel fliegen und da ist ja so ein Schweif mit Buchstaben. Das ist, weil sie aus Papier sind. Aus Papierseiten, aus Buchseiten. can restore Disney and Pixar magic to the world. Ja, dann kriegen wir bestimmt dann auch auf einmal oder nachträglich wahrscheinlich auch ganz viele Skins für jetzt dieses neue herrschaftliche Gerät, nehme ich mal an. Das war ja mit dem, wie heißt denn das? Mit der Sanduhr genauso. Hat aber echt lang gedauert. Dann habe ich das nicht verstanden, was wir machen können mit dem Bibliothek-Part. Keine Ahnung. Die sieht so schön aus, ne? Nur die Tinte passt ja gar nicht hin, weil es so hell ist. We've also added more magic with the introduction of prominent landmarks inspired by Disney and Pixar stories. But of course, our team delights in creating secrets for players to discover too. Throughout your Ja, da haben wir nochmal diesen Code. Da, falls jemand ganz kurz eingeben möchte. Ja, die Biome, die sehen halt echt schön aus, muss ich zugeben, ne? Also ich fand die Insel der Ewigkeit auch schon echt gut gemacht, aber das ist wirklich mein Geschmack. Ich mag dieses, das sieht ja schon so, vor allem dieser Pilzwald, das sah echt geil aus, ey. Das sind quasi dann die neuen Bäume, nehme ich an, die wir verwenden können. Ey, damit kann man so viel machen, das ist so cool. Ich werde da, glaube ich, ganz viele von denen, wer ist denn das? Lichtung des Vertrauens reinhauen und so ein bisschen mehr feenartig machen. Das habe ich nicht verstanden. Ich höre mir das nochmal ganz kurz an. Ich spule ein bisschen weiter vor. But for me, one of the most exciting aspects of digging into new biomes is seeing just how they'll translate into clothing and furniture items. Could you share a sneak peek at what folks can expect? Of course. Self-expression is one of the main pillars of our game, so we love the idea of taking inspiration from the new biomes into player customization. Maybe you want to build a cozy library where you can read for hours, or you want to dress up as a Greek. Da waren neue Sachen. Ich will sie ganz kurz angucken. So, das ist auf jeden Fall neu, glaube ich. Da ist irgendwas Neues. Da sehe ich eigentlich nichts. Neue Bäume. Das haben wir dann gesehen im Fenster in dem Bild von gestern. Dass ich hier so Holz raushänge. Dress up as a Greek god or goddess, or design a magical mushroom fairy forest. Das sind die Mushrooms, ey. Auf die habe ich Bock. Die leuchten sogar. Richtig geil. Also da zu dekorieren, da habe ich richtig Lust drauf.
there's something for everyone here. Speaking of expression, we wanted to Und das, also Really captures the dieser, whimsy of that dieses biome. T-Teil. giant Hades Wie heißt denn statues in das? Mythopia is another imp Ah, da. Wonderland. Ja, genau, von Alice. Ey, das sieht so geil aus. Das ist, glaube ich, aber voll der kleine Part. Oder vielleicht ist hinten dran hier noch ganz viel und das ist halt die Aussicht. Mit den Tassen. Sieht echt krass aus. Ich wünschte, wir könnten sowas als Deko quasi auch in das Hauptvalley mitnehmen, aber ich glaube nicht. I feel like this perfect, like a cute and fluttery bird or a silly Ja, little da haben sie frog uns ein was bisschen created. über das I neue love herrschaftliche that. Gerät Speak- The erzählt. nod to Dann die Maleficent's rule of the Tiere. land. Incredible. I know I'll be counting down the days until I can adventure with a mini dragon at my side. To wrap things up, however, any last details on new collectibles and resources? As you've seen, Ja, the da haben sie story noch ein bisschen erzählt, was es da so gibt, so für Fische und was man so farmen kann. Neue Gerichte. Ah, jetzt ist es weiß. Ladet es nicht. Ja, und dann die neuen Edition. Also da gibt es einmal eine billigere und dann nochmal eine extra größere, die nochmal ein bisschen mehr Mondsteine hat. Ich glaube, die eine hat 15.000 oder 5.000 und die andere hat 15.000. Vielleicht auch 20.000. Ich habe keine Ahnung jetzt, wo die Stelle ist. Ein bisschen schwer. Da, genau. Nein, hier sind 10.000. Die Storybook Vale Magical Edition. Mal gespannt, wie viel die kostet. Ja, wie viel kostet nochmal einfach nur Rift and Time Expansion? Ich glaube, 30 € kann das sein. Ja, dann wird die wahrscheinlich 30 und die noch ein bisschen mehr kosten. Mal gucken, wie viel. Ich frage mich, ob man das schon vorbestellen kann. Aber ich glaube nicht. Bestimmt nur an dem Tag. Ich gucke mir gleich im Steam mal an, ob es das schon gibt. Ob man schon sehen kann, wie viel es kosten wird. Das ist, also sieht echt gut aus, das Haus. Dann gibt es ein Baby Pegasus und sein Haus. Mondstein und danach dieses Outfit. Ja, sieht echt ganz süß aus. Also wenn es nicht so teuer ist, werde ich mir auch tatsächlich das hier holen. Mal gucken. Ja, das Cover sieht auch geil aus. Sonst haben wir ja gar nichts mehr erfahren, oder? Das war's dann. Genau. Und wenn man am ersten Tag spielt, dann kriegt man nochmal... das Vorspiel. Ja, auf jeden Fall das Outfit, was man zum Schluss nochmal gesehen hat. Ich kann es irgendwie nicht anklicken. Es wird mir zwar hier angezeigt. Vielleicht kann ich noch ganz kurz das abstauben. And of course, we can't forget about those of you who take the time to dive into updates as soon as they arrive. We're excited to offer a special early adopter bonus for... Da, kriegen wir das da. Keeper of Lore Outfit. Warte, play this and redeem via Mailbox. Also das kann man nur bis zum 30. November bekommen. Dann hat man quasi 10 Tage Zeit und wenn man später kauft, dann kriegt man das nicht mehr. Das haben sie letztes Jahr auch gemacht. Das ist so gemein. Expansion Pass owners, as we had new ways to begin or expand upon your development of today's showcase. Oh, Remember to Sally. redeem the 2 codes we shared throughout this showcase. Ja, eigentlich war es das auch schon, Leute. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Wir kriegen so viel Content. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so, dass es schon am 20. kommt und nicht, dass wir noch bis zum 4. Dezember warten müssen und es da das kostenlose Update kommt. Ja, ich würde es an dieser Stelle auch so jetzt stehen lassen und euch noch einen schönen Abend, morgen Mittag wünschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.